Stell dir mal ein Gerät vor, das nicht nur den Puls der Zeit trifft, sondern diesen möglicherweise sogar definiert. Willkommen in der Zukunft der Handys, wo absolut Eleganz auf Innovation trifft, und damit auch willkommen zu meinem Testbericht vom Moto Razr 40 Ultra. Es ist nicht nur ein Smartphone, es ist ein Statement, wenn es um die neueste Generation Klapp-Smartphones in der digitalen Welt geht. Wenn auch du Lust hast zu sehen, was das Teil drauf hat und was es vor allem von den restlichen Foldables unterscheidet, dann sei gerne dabei bei meinem ausführlichen Testbericht. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß. Wenn du dir das Moto Razr 40 Ultra das erste Mal anschaust, dann wirst du gegenüber anderen Foldables, wie zum Beispiel dem Flip 4 von Samsung, erstmal kaum Unterschiede feststellen, jedenfalls wenn du es von dieser Seite siehst. Drehst du es allerdings um, dann begrüßt dich ein 3,6 Zoll großes AMOLED-Display, das auf der Außenseite extrem viele Inhalte darstellen kann. Ja moin, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Weiterhin wird dem versierten Nutzer auch auffallen, dass der sogenannte Gap, also die Lücke zwischen den beiden Innendisplays, komplett verschwunden ist und das Foldable plan zugedrückt werden kann. Nutzt du das Smartphone im aufgeklappten Zustand, so ist es lediglich 6,9 mm dick, zusammengeklappt damit rund 14 mm, was im Vergleich zu herkömmlichen Smartphones immer noch dick ist, die Höhe von 88 mm allerdings unschlagbar ist. Was einem beim aufgeklappten Zustand sofort auffällt, ist die Tatsache, dass das Display aufgrund dieses Seitenverhältnisses verdammt lang ist und so eine einhändige Bedienung des 6,9 Zoll großen Displays nur schwierig ist. Was tatsächlich aber richtig gut funktioniert, ist der Klappmechanismus, der gefühlt ab ungefähr 35 Grad stufenlos verstellbar ist und den oberen oder unteren Teil des Gehäuses sicher am beabsichtigten Platz hält. Auch ein deutlicher Vorteil gegenüber vieler anderer Foldables ist die kaum sichtbare Falte, die immer noch leicht spürbar ist, aber nicht mehr so störend wirkt wie beim Flip 4 oder auch sogar beim Flip 3. Ein Negativpunkt muss das Ganze aber natürlich auch haben. Es ist leider nur spritzwassergeschützt und sollte demnach nicht an staubigen, sandigen oder natürlich auch extrem nassen Umgebungen genutzt werden. Oben und unten werdet ihr jeweils Lautsprecher finden, die überraschenderweise für diese Gehäusedicke extrem gut sind und vor allem bei Filmen ihre absolute Stärke ausspielen können. Werft ihr einen Blick auf die rechte Seite, so findet ihr oberhalb des Knicks den Powerbutton inklusive Fingerabdrucksensor, der sowohl im zugeklappten als auch im ausgeklappten Zustand das Gerät verdammt schnell entsperrt. Darüber befindet sich noch die zweiteilige Lautstärkewippe, die ebenfalls gute Druckpunkte hat, für meinen Geschmack allerdings etwas zu weit oben sitzt. Das absolut Geniale am Razr 40 Ultra sind tatsächlich die Displays, egal ob auf der Außen- oder auch Innenseite. Erstmals habt ihr mit einem Foldable die Möglichkeit, komplett autark auch über das Außendisplay arbeiten zu können. Sei es WhatsApp-Nachrichten beantworten, die Hauptkamera zum Selfie-Sheet zu nutzen, Navigation durchführen, schnelle Sprachnemos aufnehmen, Kalendereinträge checken, Lieblingslieder abspielen oder auch einfach nur das Smartphone als Stativ missbrauchen, und genau das sind die Einsatzzwecke. Ich muss zugeben, die Nutzung über dieses Displays ist am Anfang natürlich auch hier etwas gewöhnungsbedürftig. Für mich war es allerdings noch nie so einfach, mit einem Foldable genau so arbeiten zu können. Dank OLED-Technologie, über 400 ppi, einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und knapp 900 Nit Helligkeit ist das Display so gut ausgestattet, dass es mit Displays aus absoluten High-End-Smartphones ohne Probleme mithalten kann. Auf der Innenseite sieht es aber eigentlich auch nicht schlechter aus, da man hier ein 6,9 Zoll großes OLED-Display bekommt, das zwar ein komisches Seitenverhältnis hat, aber bis zu 165 Hz Bildwiederholrate unterstützt, eine Auflösung in Full HD Plus bietet und auch bei starker Helligkeit im Freien noch abgelesen werden kann. Neben einem Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB intern gibt es natürlich auch hier 5G, einen 3800 mAh starken Akku und die Möglichkeit, das Teil drahtlos laden zu können. Wermutstropfen hier ist lediglich der USB-C 2.0 Anschluss. Hinsichtlich der Performance bin ich tatsächlich etwas zwiegespalten, da es auf der einen Seite extrem gute Eigenschaften besitzt, auf der anderen Seite aber auch leichte Schattenseiten hat. So ist die Leistung direkt nach dem Öffnen absolut hervorragend und wie auch schon bei den anderen Motorola Smartphones fliegen Inhalte wirklich rasend schnell über das Display. Bei etwas längerer Nutzung und auch hier schon über 5 Minuten wird das Gerät aber relativ schnell warm und vor allem mit Social Media Apps sind einige Ruckler zu verzeichnen. Klappt ihr das ganze Teil wieder zu oder löscht die aktiven Anwendungen, geht das Spiel dann wieder von vorne los. Geht man dann zur Akkulaufzeit über, weiß man bereits vor dem Test, dass 3800 mAh nicht wirklich viel sind. Ihr werdet auf jeden Fall mit dem Teil durch den Tag kommen, meistens so mit 5 Stunden Display-on-Time. Bei anspruchsvolleren Spielen oder auch längerer Nutzung kann es aber auch durchaus sein, dass ihr abends um 20 Uhr mal wieder an die Steckdose müsst.
Obwohl es mit 30 Watt schnell geladen werden kann, dauerte eine Ladung bei mir rund 1 Stunde und 20 Minuten. Von 5 Watt drahtlos laden möchte ich hier nicht wirklich sprechen, da diese Lademöglichkeit extrem langsam ist und lediglich tatsächlich über Nacht sinnvoll ist. Auf der Innenseite spendiert Motorola dem Razr 40 Ultra eine 32 Megapixel Frontkamera. Auf der Außenseite gibt es eine 12 Megapixel Hauptkamera und 13 Megapixel Weitwinkel Ultraweitwinkelkamera. Die Hauptkamera ist dabei optisch stabilisiert und kann Videos in 4K 60 FPS aufnehmen. Die Ultraweitwinkelkamera kann ebenfalls 4K, dann allerdings nur mit 30 FPS. Angefangen mit den Selfies empfand ich sie über den kompletten Testzeitraum als gut bis sehr gut, da sie vor allem im Porträtmodus eine gute Freistellung und vor allem auch einen schönen Bokeh-Effekt hatten. Aber auch in der normalen Automatik können sie sich absolut sehen lassen. Schwenkt man dann wieder auf die Hauptkamera um, so sind auch hier die Bilder bei Tageslicht absolut zufriedenstellend und meiner Meinung nach in einem guten, aber nicht sehr guten Bereich. Wird es allerdings dunkler, zum Beispiel auch bei künstlicher Beleuchtung abends oder auch absoluter Dunkelheit, so schwächelt das Teil etwas und reiht sich eher in die 600-Euro-Klasse ein, anstatt in der 1000-Euro-Klasse. Wiederum gut fand ich, dass die Ultraweitwinkelbilder zumindest bei Tageslicht ebenfalls richtig gut aussehen und vor allem einen identischen Weißabgleich zur 12 Megapixel Hauptkamera haben. Was die Kamera aber auch kann, sind Makroaufnahmen, die direkt über eine Taste in der Foto-App ausgewählt und geknipst werden können. Auch hier empfand ich 90% der Aufnahmen als sehr detailliert und meist auch deutlich besser als die der Konkurrenz. Die 4K-Videoaufnahmen der Hauptkamera sehen im Gesamten recht gut aus, hin und wieder fehlt es der Kamera jedoch an Schärfe und ebenfalls hin und wieder sieht man leichte Unruhen im Bild. Für den Sensor und die Auflösung aber auch hier ein gutes Ergebnis, aber eben nicht Flaggschiff-Niveau. Kommen wir damit auch schon zum letzten Part dieses Videos, nämlich der Software. Im Grunde genommen könnte ich diesen Bereich 1:1 von den Videos des Moto Edge 40 Pro oder auch Moto Edge 30 kopieren, da es auch hier Licht- und Schattenseiten gibt. Zum einen ist hier natürlich auch wieder die tolle Oberfläche zu nennen, die nahezu Stock Android ist, aber natürlich auch hier wieder mit Moto-Gesten verfeinert wurde. Aufgeräumt, universell einsetzbar, flexibel und genau das, was man sich eigentlich von einer Oberfläche wünscht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch hier wieder das Problem mit der Update-Politik, da immer noch ein Sicherheitspatch vom 1. Mai 2023 installiert ist und das jetzt genau 2,5 Monate her ist. Das darf nicht nur besser gehen, sondern das muss sogar besser gehen. Unterm Strich bekommt man für einen Preis von 1.199 Euro ein Foldable, das rein vom Preis absolut konkurrenzfähig zu den restlichen Club-Handys ist und teilweise eine deutlich bessere Performance liefert. Die Verarbeitung des Gerätes ist super, der Klappmechanismus ausgereift, die Falte kaum spürbar und das Außendisplay entgegen der bisherigen Klapp-Smartphones ein echter Gamechanger. Neben einem sehr guten Fingerabdrucksensor und guten bis sehr guten Lautsprechern bekommt man aber auch hier noch ein Innendisplay, das mit der aktuellen Oberklasse ohne Probleme mithalten kann und auch die Software bis auf die Update-Probleme ist genau das, was ich jedem Nutzer wünschen würde. Wenn ihr tatsächlich wenig bzw. eher Tageslichtfotografierer seid, so bekommt man auch hier eine gute Kamera, die über den Hauptsensor sehr gute Bilder bringt und lediglich bei schwachem Licht etwas schwächelt. Dafür, dass man immer noch irgendwie eine Technologie nutzt, die am Anfang ihres Entwicklungsstadiums ist das, was man hier bekommt, in Relation zum Preis extrem viel und kann daher von mir auch empfohlen werden. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes nach rund 3 Wochen Nutzung mit dem Razr 40 Ultra und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.